Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute an die Veränderungen der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Das heißt, welche Energien sind im Wandel? Was ist so spürbar auf den Lebensthemen? Was möchte gesehen werden? Und wir legen los. Das hier ist schon mal eine super Sache. Hier ist der Stern rausgefallen. Hier kommt etwas in Bewegung, das unter einem guten Stern steht, das ein bisschen Glück und Wunscherfüllung mitbringt, das sehr viel klärt. Gute Entscheidungen, gute Wahlmöglichkeiten, gute Optionen sind hier zu sehen. Ich habe das Ding, dass es auf mehreren Wegen sein kann oder auch verschiedene Bereiche betreffen. Wege aus der Stagnation, Umbrüche in Partnerschaften, Umbrüche bei dem Thema, was gebe ich, was investiere ich von mir, was lasse ich mir vielleicht auch in Partnerschaften nicht mehr gefallen. Das Verarbeiten von, ich sag mal, Beziehungsthemen. Wo agiere ich sehr viel oder übernehme den Part, der alles managt, der alles macht, der praktisch für alles sorgt. Und ich habe hier, dass das Leben uns so ein bisschen eine Lektion gelernt hat, die jetzt spürbar wird. Das ist hier sogar verbunden mit einem sehr großen Schattenthema, das wir klären können. Ein Weiterkommen aus einer verstrickten Situation, ein emotionales Klären, Aufklären und ein Gefühl, etwas, was sich nicht gut oder unsicher angefühlt hat, in eine gute Wende zu bringen. Das Beenden von sehr viel Schicksalswegen habe ich hier, von Wunden, die hinterlassen wurden, also Bearbeiten von Wunden, die dann so nachher keine also so eine große Tragkraft mehr haben. Neubeginne, die Wachstum mitbringen. Eine Umbruchsphase nenne ich mal, eine Veränderung des Umfeldes. Für viele eventuell auch verbunden tatsächlich mit einer Veränderung im Wohnumfeld oder in der Häuslichkeit an sich. Das ist im weitesten Sinne dieses Gefühl, dass man nicht am richtigen Ort ist oder dass man sich sowas auf den Weg bringt, wo man sich heimisch fühlt. Guckt mal, die Veränderungen, die liegen hier mit der Sonne im Haus des Bären. Hier sind ganz gute Möglichkeiten, aus der eigenen Kraft heraus Träume zu verwirklichen. Die Intuition, die Hellsicht, das ausgeprägte Bewusstsein, das hohe Bewusstsein tickt hier auch mit, dass man auf die Sicht der Dinge hat. Und ich habe hier die Berufskarte dabei. Also für einige findet sich hier auch ein Weg, eine Entscheidung, die mit der Sonne hier natürlich wahnsinnig gut ist, seine eigene Berufung zu finden, seine beruflichen Themen in eine gute Energie zu bringen. Eine Veränderung, die mit der Sonne gekennzeichnet einen beruflichen Neubeginn zeigt, der sich dann auch mit viel Unterwegssein zeigt, mit einem Gefühl, ich habe mir jetzt eine Türe geöffnet. Die Türe kann hier von außen angetreten werden. Das heißt, es wird ein Weg frei, den hätte man so nicht überlegt oder erdacht. Eine gute Zeit auch für die Früchte der Arbeit zu ernten. Hier auch an allen Lebensthemen drauf. Ne? Das Leben nimmt hier eine zentrale Rolle ein. Veränderungen, die viel Bewegung mitbringen, also in Action kommen.
Auch hier, ich habe hier wirklich das, was sich hier zeigt mit dem Wegen im Haus des Glais. Hier ist das Haus der Wege, hier liegt die Sense drin. Ne? Hier darf man schon auch mit der Zeit rechnen. Also wenn wir auf die nächsten 14 Tage gucken, ist das sehr passend. Da gehen plötzlich neue Ideen auf, da fließt etwas, was vorher blockiert war. Wir haben die schicksalshaften Wege, die hier verlassen werden oder die auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, immer in die gleiche Richtung geführt haben oder keine neue Perspektive mitgebracht haben. Die genesende Qualität ist hier sehr hoch. Hier kann man auch durchaus selber mal heilsame Energie für andere sein. Hier auch nochmal die Berufsqualität mit den Blumen, etwas, was im Mangel war, blüht hier auf. Die Dinge, die uns am Herzen liegen, die wir uns erarbeitet haben, haben hier einen großen Antrieb irgendwie. Auch das ist Klären, wo gehe ich denn mit Herz noch dran oder was mache ich, weil es gemacht werden muss. Wir haben die Wunscherfüllungskarte im Haus der Ringe drin. Das ist das Beziehungsleben, das sind die Verträge, die Verbindlichkeiten, das Beenden von Kreisläufen. Gute Nachrichten. In unserem eigenen Haus, der Ring, wunderbar eigentlich. Man hat ja auch die Möglichkeit, zum Teil zu gucken, das haben wir hier schon, ne? Wo brauche ich denn im Beziehungsleben Umbrüche? Wo fühle ich mich vielleicht alleine? Wo habe ich die Möglichkeit, einen Kreislauf zu verlassen, der mich nicht nährt? Die Liebe, die Leidenschaft, die Verbindungen werden angeguckt. Wir haben ja hier das der schicksalshafte Weg. Das ist für mich auch immer mit die Familiengeschichte. Und hier haben wir so diesen Vergleich, wo habe ich denn was gelebt, was meine Eltern schon haben? Wo habe ich einen Partner angezogen, der eventuell meinem Vater gleicht? Oder wo habe ich auch Leidenschaft weggelassen, um anderen zu gefallen? Es kann hier auch speziell an die gehen, die zwischen zwei Menschen stehen. Das heißt, man entscheidet sich für eine Person, eine neue Person, oder man ist in einer Situation, wo man Single ist, wo man wieder öffnet für die Liebe. Hier auch auf dem kurzen Weg, ne? Wo so ein deutlicher Ballast abfällt, wo man verarbeitet hat, wo man jetzt nicht dieses Gefühl hat, man stecke hier in der Dauerschleife, sondern man kann hier sein lassen. Man entscheidet sich, einen Schnitt zu machen, der einen selber wieder aufblühen lässt. Ich habe hier auch eine sehr kreative Energie, vor allem im beruflichen Bereich, aber auch in der Liebe. Und ich habe Dinge, die nicht verarbeitet wurden aus der Vergangenheit und die immer so blockiert haben, tatsächlich jetzt hier aufgelöst. Eine neue Lebensenergie kommt hier, etwas, wo man sich so erfrischt fühlt, wo man wieder in die eigene Kraft kommt. Die Familienkarte geht hier raus. Diesen Kampf, den man so führt, vielleicht auch mit den Familienthemen, mit den Gegebenheiten. Es kann hier sein, dass man so ein bisschen schicksalshafte Themen hat mit dem Finanzen, ja. Dass man von irgendeiner Art und Weise her Themen gezeigt kriegt, die im Mangel sind, sowohl auf der Psyche als auch in der Materie. Und hier liegt im Haus des Mangels der Blumenstrauß drin. Das ist so eine Versöhnung mit der Vergangenheit oder auch so, wo man so Muster des Versorgtseins, das man erlernt hat, anguckt, wo man Konflikte in Beziehungen löst,
wo man sich vielleicht auch nicht in Dingen aufhält, die abhängig machen finanziell, sondern wo man seine ureigene Größe annimmt. Die Geldenergie, die liegt ja beim Rösseln, also es ist an sich so ein Schicksalsthema, ein Schatten, den man mit dem Thema Geld hat, der angeguckt wird. Andererseits ein Muster, mit dem man kämpft. Und das kann hier so ein Ding sein, da steht plötzlich irgendetwas im Raum oder zur Verfügung und jeder möchte was davon, ne? Und da kommt so unter anderem das Gefühl mit hoch, das wir alle aus der Kindheit kennen. Das könnte hier auch der Schatten sein. Ich muss mich in die zweite Reihe stellen, mir genügt es nicht. Und genau das ist dran. Die Überwindung von dessen. Man erkennt hier so bestimmte Muster auch, die man einfach schon gelebt hat. Und ich habe die große Chance wirklich, dass das zerbersten kann für uns und dass unser Herz wieder schön aufgefüllt wird. Oder dass eben dieses Bewusstsein des Mangels in irgendeinem Bereich, das kann auch emotionale Fülle sein, ne? Oder dieses, ich hänge so sehr an jemand, das kann hier aufgelöst werden. Macht natürlich da auch wieder den Weg frei, wo man denkt, ich bin gerne Single, ich möchte gar niemand mehr haben oder ich habe so meine Blessuren und meine eingefahrenen Wege und ja, für ein oder anderen könnte es hier sein, dass sie auch Frieden mit einem Partner aus der Vergangenheit schließen, nochmal. Und ja, die Seele hat hier ein unheimliches Potenzial, Erleichterung zu erfahren, einen langen verstrickten Weg ins Fließen zu bringen, nicht mehr so abhängig zu sein von den Themen, wie sie mal waren. Der Selbstwert steigt enorm, man weiß, was man hier getan hat und warum. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, welche Pflanze hier noch mitkommt für die nächsten 14 Tage. Was kriegen wir hier mit für diese Veränderungen? Hier sieht man auch so Neubeginne von Themen, die mit den Kindertagen zu tun haben. Die haben einen so ein bisschen verdörren lassen und hier kommt das Wachstum und ein unheimliches Veränderungspotenzial, das am Ende auch für mehr Stabilität im Beruf sorgt, in den Themen, an denen wir arbeiten. Also die Früchte unserer Arbeit werden sich hier auszahlen, egal in welchem Bereich. Hier haben wir ja im Haus der Ringe die Wunscherfüllungskarte drin. Es geht um Verbindungen zu anderen, um Beziehungen, die liegen ja auch in unserem eigenen Haus, um das Gefühl, etwas alleine mit sich ausmachen zu müssen. Und hier haben wir mit der Linde die Gemeinschaft. Hier kann schon auch sein, dass man neue Menschen ins Leben zieht, dass man sich trifft, dass man die Geselligkeit wieder mehr genießt. Und ja, hier sind herzliche Begegnungen möglich, auch mit der Vergangenheit, ne? Dann gucken wir hier noch ein Thema. Guckt, der Schutz. Der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Und hier unten haben wir noch die gesegneten Veränderungen. Das haben wir hier auch. Veränderungen, die mehr Halt und Stabilität bringen und eben auch einen großen Umbruch. Okay, ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Veränderungsphase in den nächsten 14 Tagen.
Ihr könnt jetzt noch dranbleiben, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr noch eine kleine Botschaft für eure Veränderungen, was euch unterstützt oder was so ein Ratschlag auch der Karten ist für diese Zeit. Ich drücke euch, bis gleich. Hier sind die 2 Engelchen und gucken wir jetzt, welcher Ratschlag hier für eure Veränderungen der nächsten 14 Tage sichtbar werden. Nehmen wir mal die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Was habe ich denn hier wieder für ein Chaos? Okay, ihr Lieben, sucht euch eine Seite aus. Ich nehme den, der hier gechillt rumliegt. Guckt euch das an. Also, die nächsten 14 Tage sind begleitet von synchronen Ereignissen. Hier wird ein Gebet beantwortet. Es zeigt sich euch in genau diesen Synchronizitäten. Auch ein bisschen achtsam sein, damit sie sich vermehren oder damit man eine genauere Botschaft kriegt. Und wir haben die Wellen des Wohlstandes. Hier kommen große Chancen, spannende Chancen. Wir hatten ja vorher auch gesegnete Lebensveränderungen. Und auch vom großen Blatt her, ne, wo ich meinte, das ist nicht nur ein Lebensbereich. Das können mehrere Sachen sein. Und das nehmen wir doch gerne an. Das Ganze regt uns dazu an, unsere eigene Situation auch zu überdenken. Auch das war im großen Blatt, wo man so denkt, wo bin ich denn ich selber, wo habe ich so meine Gene, die ticken, wo suche ich mir etwas raus, wo mache ich sehr viel, um anderen unter die Arme zu greifen. Also dieses Bewusstsein dafür, was man eigentlich tut und warum. Und wir haben den Engel des Selbstvertrauens. Auf der Karte steht, du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so habe du es auch. Das hatten wir auch, ne? Dieses Wachsen oder Anwachsen des Bewusstseins für sich selbst, der Selbstwert. Oh, okay, ihr dürft die nächsten 14 Tage auf Musik bauen. Vielleicht unterstützt euch das beim Manifestieren, vielleicht bringt euch das in eine andere Schwingung. Vielleicht sind auch die Musik machen, hier ganz besonders gefördert, denn man hat hier gerade den goldenen Finger und die Projekte, die man beginnt, die werden zu Gold. Also eine magische Zeit auch. Es geht darum, Verantwortung fürs Leben zu übernehmen, gerade auch wenn etwas gut gelingt. Dann auch zuzugreifen, wenn sich eine Chance bietet, die man für seine eigenen Veränderungen braucht. Das heißt auch, ne, lass nicht die anderen für dich entscheiden, sondern mach das selber. Mach nicht alles, damit du anderen gefällst, sondern es geht hier nur um dich. Und ihr habt den Engel des tieferen Sinns. Jede Situation, die passiert und jeder Mensch, der in dein Leben tritt, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Dein Engel wird dir helfen, diese Bestimmung zu entdecken, auch wenn es sich für dich nicht gleich erschließt. Es ist dein Lebensweg, auf dem du gehst. Ne? Übernimm Verantwortung. Alles hat seine Richtigkeit. Die Botschaft deines Engels: vertraue dir, dem Universum und deinen Engeln, so wirst du die Belohnung und Bedeutung irgendwann verstehen. Ihr Lieben, eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal.